Hallo zusammen und willkommen zurück bei The Beginner's Guide. Wir sind jetzt in einem Level, wo wir laut Erzähler feststellen werden, wie es ist, wenn Coda mit einer anderen Person spricht. Will ich das echt wissen? To me, this environment is meant to represent Coda's puzzle, with the two doors on either side and a dark transitional space between. Okay. Die Frage ist jetzt, ob er da zu viel rein interpretiert oder ob das eben Absicht ist. Wie gesagt, ich bin mir nicht mal sicher, ob es diesen Coda wirklich gibt. Was haben wir da drin? Eigentlich voll gemütlich. Oh. Da ist ein umgeworfenes Glas. Kissen. Ein Ofen, der nicht brennt. Oh, putzen. Meine Güte, ich kann dir gar nicht sagen, wie froh ich bin, dass du da bist. Ich dachte schon, ich müsste das ganze Haus alleine putzen. Das wäre eine Elendsarbeit geworden. Jeder weiß, dass es alleine länger dauert. Mach dir keine Gedanken. You'll notice that the quality of the art is a step up from previous games, including this new and improved chat system, which he started using from this point on. From here on out, he begins putting much more effort into the visual polish of his work, and this particular game took 2 months to create as a result. Okay. So, von allein wird das Haus nicht sauber. Ich mache das hier fertig und in der Zwischenzeit kannst du den Tisch abräumen, ja? Okay. Gleich viel schöner. So muss der Tisch aussehen. Gehst du jetzt bitte ins Schlafzimmer und machst das Bett? Wer bist du eigentlich, dass du mir hier Anweisungen gibst? So habe ich mir meinen Urlaub nicht vorgestellt. Wo ist denn das Schlafzimmer? Ist das hier? Schlafzimmer? Da. Warum rückst du den Teppich nicht ein bisschen gerade, während du da drin bist? All die Kleinigkeiten zählen. Putzt du gerne? Wie kamst du zu dieser Arbeit? So unordentlich habe ich das Haus schon lange nicht mehr gesehen. Ich war hier noch nie. Wie kamst du zu dieser Arbeit? Eine Freundin hat mich dazu gebracht, als ich dringend Geld brauchte. Und dann hat sich herausgestellt, dass mir keine Arbeit mehr Spaß gemacht hat. Daheim habe ich nie gerne geputzt. Vielleicht habe ich irgendwelche Dämonen. Apropos Dämonen, dieses Sofa ist die reinste Sauerei. Kommst du bitte und bringst die Kiste in Ordnung? Okay. Warum eigentlich ich? Du tust ja gar nichts. Herrje, da drüben im Sofa scheint jemand etwas verschüttet zu haben. Kannst du das aufwischen, wenn du schon dort bist? Soll ich dir mal einen ganz persönlichen Käse verraten? Ist das in Ordnung? Käse ist immer gut. Mal sehen, ich werde schon überstehen. Muss das sein? Käse ist immer gut. Okay. Komm schon. Nein? Was nein? Nein, das war blöd, tut mir leid, egal. Hey, das Geschirr muss abgespült werden. Warum übernimmst du das nicht? Ich tue hier jetzt die ganze Arbeit. Du stehst eigentlich nur da mit deinem komischen grünen Putzenwürfel auf dem Schädel. Mann. Ich glaube, die Wanne muss mal wieder geputzt werden. Was? Wie wäre es, wenn du dich darum kümmerst und sie ordentlich sauber machst? Muss nicht perfekt sein, wir sind alle nur Menschen. Du bist kein Mensch, du bist eine Nachttischlampe, was weiß ich. Kann ich nicht was anderes machen? Ihn verprügeln? Anscheinend nicht. Mist. Okay, dann gehe ich die Wanne putzen. Liegen im Schlafzimmer noch Bücher auf dem Boden herum? Wenn ja, könntest du sie bitte ins Regal einräumen. Okay. Perfekt. Nun denn, warum kommst du nicht und räumst das Geschirr ab? After the intense set of prison games, this house cleaning level almost feels like cleansing. It's the moment after a particularly difficult or traumatic experience where you just need to let it sit and digest inside of you, and eventually cohere into something meaningful. Schätzchen, lass dir was sagen? Du wirst in deinem Leben noch viele Häuser putzen. Ein paar davon werden dir als wundervolle Erfahrung in Erinnerung bleiben. Das sind immer die, die nicht einfach sind. So, darüber kannst du nachdenken, wer du den Teppich im Schlafzimmer gerade rückst. Coda really liked this game. Of all of his work, actually, this was the only one that he called me up to ask me to come over and look at it. This was during a period of a few months where he was like grossly happy all the time, just walked around with a constant smile on his face.
ich sagen, dass das Haus eines Menschen wie eine Seele ist. Wenn man gut drauf aufpasst, behütet es einen auch gut. Weiß nicht, warum mir das so komisch vorkam. Verstehe, so etwas sagt man nicht zu jemandem, den man gerade erst kennengelernt hat. Hast recht, das ist ziemlicher Käse. Ist was Wahres dran, meinst du nicht? Wie dem auch sei. So. Putzen. Lass uns weitermachen. Die Bücher, bringst du bitte die Bücher in Ordnung? Danke. Du bist seltsam, Junge. Ich habe irgendwie Angst vor dir. Und beweg dich mal. Wie lange geht das jetzt noch hier? Meine Güte, die Sofakissen. Oh ja, I'm glad he okay. made this. I'm glad he found some peace. Frage. Ja? But, Macht dir das of Spaß? course, it can't last. The music stops, your companion is gone, it's time to leave. The Aber- door at the top of the hill is now open as well. Again, you can't stay in the dark space for too long. You just can't. You have to keep moving. It's how you stay alive. Okay, aber ich habe mich jetzt gerade irgendwie dran gewöhnt. Ich mochte ihn. Ich mochte die grüne Nachttischlampe. Die war nett. Sie war mein Freund. Tschüss, Haus. Werde dich vermissen. Mann. Aber wir müssen weiter. Das Abenteuer ruft. Hi. Which is the whole point of the puzzle doors, right? That sooner or later you have to pick up and move. I really thought that was the point of it. Okay. September 2009. Alles, was Sie lieben, zum This one gets a Vorzugspreis. bit goofy. Warum bist du heute hierher gekommen? Um dein Leben zu verbessern? Ja. Um dich beruflich zu verbessern? Auch. Um eine Beziehung zu vertiefen? Naja, eher weniger. Nein! Okay. Warum dann? Du bist gekommen, weil du perfekt werden möchtest. Noch perfekter? This workshop is going to teach you how to be perfect. Okay, das war Englisch. Ich möchte, dass dich deine Freunde, die Menschen in deinem Leben ansehen und denken, wow, diese Person ist ein besserer Mensch als ich. Also gut, über welche Person in deinem Leben denkst du das? Welche Person kennst du, die so perfekt ist, dass du für dich selbst nur noch Abscheu empfindest? Im Vergleich zu wem fühlst du dich unnütz, egoistisch, undankbar? Ich werde dich in eine solche Person verwandeln. Yay! Perfection is within your grasp. Und die Frage ist nicht, wie wir das schaffen, sondern wie wir das mit möglichst wenig Aufwand schaffen. Das ist einfach. Das ist so einfach. Das ist so einfach. About halfway through the game, the perspective shifts. Perfekt zu sein geht ganz ohne Aufwand. Okay. Ich kann nur eins sagen, das ist der Schlüssel. Wie schaffe ich es ganz ohne Mühe? Und was zum And you Teufel? play as the teacher. And suddenly, you discover that your teacher is just as bigoted and afraid as you are. Oh, and also you can move around the classroom now. Okay. Ich sage nur eins. Wenn es nicht weh tut, ist es nicht die richtige Lösung. Ah ja. Wer sich quält, die richtige Lösung im Leben zu finden, der macht es nicht richtig. Ich möchte zudem da hoch. Geht das nicht? Die einzig wichtige Frage ist, was ist der einfachste Weg nach vorne? Keine Ahnung, nicht hier durch, wie es aussieht. Es gibt keine Wahrheit, es gibt keinen Weg. Tu, was am einfachsten ist, fühle, was wahr ist. Nichts, niemand. I felt pretty hard for this one. I feel like it's one of the most relatable experiences that you can have. To assume that some other person is perfect and totally fulfilled in every way and completely miss all of the little flaws that make them painfully human. I think about this game a lot these days. Januar 2010. Schöner Teppich. This one took a lot longer than all the others for Coda to make. It was 4 months between this and the last one. That's twice as long as it took him to make any other game before this, and it's not like it's particularly complex, so I remember I found that a little strange at the time. Okay, wir sind anscheinend auf dem Weg zur Bühne. Da ist sie auch schon. Kann ich die Leiter hier hoch?
Nee. Muss ich etwa auf die Bühne? Ich will aber nicht, ich habe Lampenfieber, ich traue mich nicht. Ich kann nicht zu einer großen Menschenmenge sprechen, das geht einfach nicht. Ist jemand da? Oh, es ist leer. Lalalala. Okay. So, die Vorstellung beginnt. Auf die Plätze, bitte. In dieser Szene spielst du mich. Du bist mit Kollegen zusammen. Bin ich das? Am Anfang lehnst du einfach an dieser Wand. Okay. Cool, lässig. Gut, bleib genau so. Die Frau hier drüben in diesem Stuhl ist professionelle Tierfotografin. Dein Traum ist es, Tiere professionell zu fotografieren. Jetzt hast du die Chance, von ihr zu lernen, etwas zu tun, um deinen Wunsch wahr werden zu lassen. Los, sprich sie an. Aber die Wand gibt mir Halt. Wo ist die Toilette? Ich sag mal das. Beste Anmache überhaupt. Was machst du denn? Du lenkst ab. Du sagst nicht, was du auf dem Herzen hast. Hör auf, herum zu tänzeln und beginn ein Gespräch mit dieser Person. Nochmal von vorne. Okay? Ich habe gerade total Angst. Ich mag dich. Hier sind alle meine Träume und Hoffnungen. Ich mag dich. Nein, 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 das habe ich nicht zu ihr gesagt. Du triffst den Ton des Gesprächs kein bisschen. Ich war zurückhaltend, aber ich wusste, was ich wollte. Ich hatte Selbstvertrauen. Es war nur dieser eine Moment, aber ich hatte Selbstvertrauen. Vielleicht brauchst du ein besseres Gefühl für diese Situation. Um uns herum waren viele Leute. Ich gebe dir ein paar Requisiten. Diese Dinge hier stehen für die Menschen um dich herum. Oder um uns herum. Okay, sprich jetzt wieder mit ihr. Das war bestimmt harte Arbeit, dorthin zu kommen, wo du jetzt bist. Ich sag mal das. Du vergeigst es wieder total. Wenn du so schnell persönlich wirst, läuft sie doch davon. Verstehst du nicht, wie wichtig das für mich war? So eine Chance bekomme ich nie wieder. Alles hing davon ab. Ja, aber was erwartest du von mir? Ich bin nicht du. Lass mich mal was probieren. Geh ein Stück zurück von der Bühne. Oh, hi Laterne. Was ist denn da vorne? Keine Menschenseele. Okay. Laternenpfosten heißt doch das Ende des Levels. Da geht's aber ziemlich weiter. Oh. Okay. Oh oh. Okay, ja, so passt es. So hat es The ausgesehen. game ends with this eerie premonition of what's going to happen next in Coda's life. The solution to social anxiety, to fears of having to perform and having to chase success, the answer for Coda is to withdraw, to hide himself away. Which is what leads to scenarios like the stairs that slowed you down several games ago, where it just becomes harder and harder to access Coda's inner landscape because he keeps retreating. He just keeps backing away from possible connections to anyone other than himself. And to be honest, I didn't consider it very healthy when I first played this game. You know, it looked to me like he was trying to justify the idea of just disconnecting yourself from the world. And that wasn't what I wanted for him or for his games. Because I feel like a lot of his games are inviting me to connect with this person, to bring him closer. Okay. But what can you do? After this, Coda went off and took another 5 months to make a new game. Juni 2010. Möbius Flug. Um dieses Spiel richtig zu spielen, solltest du die Augen schließen. Klicke, um das Spiel zu beginnen. Was ist hier los? Aber ich sollte doch die Augen schließen. Hilfe, ich bin blind. Ich kann nicht sehen. Was ist hier los? Oh oh. So spricht doch bitte jemand mit mir. Ich sag mal das hier. Fragt mir doch jemand, wie man das löst. Oh oh. Nein, keine Ahnung, wo wir sind. Oh oh. Leute? Leute? Autsch. Hilfe, ich kann nicht mehr sehen. Ja, aber... You should probably open your eyes if you haven't already. It's pretty much impossible to solve otherwise. And there is a solution, by the way. Ja? Was ist hier los? Das kann wahrscheinlich keiner sagen. Da ist ein Fahrstuhl. Wahrheit. Du bist ehrlich.
Okay. Dann nochmal. Ich glaube, ich muss zur Wahrheit. Die anderen sind alle blind. Nur die Wahrheit kann mir die Wahrheit verraten. Wahrheit? Ich stecke voller kreative Energie. Nein, nein, das ist nicht wahr. Was? Ich dachte... Aber... Tür! Tür! Okay. Dann nochmal. Ich glaube, der Weg ist der richtige. Nur... Die Frage ist die falsche. Eine Arbeit macht immer Spaß. Ich sag mal 2. Doch, das ist es. Das ist die Wahrheit. Ja, genau so. Das ist wahr. Die Tür ist stehen geblieben. Like I said, I was getting concerned. First off, he's never been this explicit in his work about exactly what he's thinking. So, where's that coming from? But then even weirder, his work has potentially stopped being an outlet for him. Not like he's having trouble iterating on ideas, but he literally just can't think of new ideas anymore. And in person, he was being a lot more distant than usual. Like, you know how sometimes a person will just deflect anything that you say in order to keep themselves disconnected all the time? It was that kind of thing. Here was the point in my relationship with Coda where I really started to wonder if he needed my help in some way. Okay. His games are going to get more desperate from here on out. Okay. After this game, it's almost 6 months before he finishes something new. Dezember 2010. Hallo, wo bin ich? Was ist das? Hallo? Oh, hübsch. Wo kommt diese Insel her? Hallo, ist da jemand? Ist da eine Person? Wie schön. Wer hat das gesagt? Wer spricht zu mir? Ich habe schon so lange mit niemandem mehr geredet. Was ist los? Weißt du nicht mehr weiter? Okay. Ich sag mal 2. Also wenn es diesen Coder wirklich gab, hat es so tatsächlich seine Ideenlosigkeit verarbeitet? Hat sich was geändert? Ich sag 2. Ich suche nach diesem Motor, der mich einmal geschützt hat. Ich will ihn wieder anwerfen. Moment, suchst du eine Maschine? Ich glaube, ich weiß, wo sie ist. Wo denn? Wo denn? Was? Da musst du mich hinbringen. Ich muss sie sehen, ich weiß, warum sie aufgehört hat. Ich kann nicht hinbringen. If the last game featured Coda talking explicitly about his creative frustrations, this one turns it up to 11. Now, put yourself in my shoes playing this. Here's a friend whose work is exhibiting signs of struggle, frustration, anxiety, depression, even. And yet, still, he keeps making games. He keeps throwing himself into the grinder even when he clearly doesn't have the energy for it anymore. Why? What is it for? Komm mit, ich zeige es dir. Because from my perspective at the time and just what I knew of him, this was a result of how isolated he was. He was in his own little bubble, just sitting at his computer all day, not really showing these games to anyone, not releasing them onto the internet, and so he didn't have anyone outside of himself to connect with. He had no outlet to ground himself on. Da ist aber keine Dunkelheit. Jetzt musst du die erste Tür schließen. Jetzt drücke einfach diesen Schalter hier. Ah, das war ja einfach, ja? You can't talk yourself out of loneliness. It doesn't work that way. You can't be the one writing both the questions and the answers. Then there's no movement. Then there's no circulation.
If all of your anxieties are being channeled into your work, then if the work ever fails, you have no backup and you're just going to crash. Ich weiß nicht, warum ich das vorher nie geschafft habe. So, da wären wir. Wovon redest du da? Hier ist keine Maschine. Hier ist keine Maschine. Ist das Schluchzen im Hintergrund? Vertrau mir, wirst schon sehen. Du musst sagen, dass deine Arbeit einfach ist und Spaß macht. Du musst sagen, dass es einfach ist und Spaß macht, Spiele zu programmieren und dass du es immer liebst. Aber ist das dann nicht eine Lüge? Ah, das ist herrlich. Aber das war nicht wahr. Mach dir keine Gedanken, red einfach weiter. Sag weiter, wie einfach es ist, kreativ zu sein. Das heißt, er belügt sich selbst, damit er weiterkommt. Seeing this game at the time that he made it, it looked really unhealthy to me. I was watching him do this to himself, and I hated it. I hated seeing him so trapped. It's like, video games are not worth this amount of suffering. This is someone I really cared about, and I used to get so much joy out of seeing him create. For him to suddenly become angry and frustrated like this, it was the worst thing for me. Mit dem Schluchz im Hintergrund ist das irgendwie gerade voll schlimm. This is what I felt at the time. I don't know how else to explain it. I wanted it to stop more than anything. I had never felt so rotten. I needed more than I had ever needed anything for this to stop. Okay. But it didn't stop. Natürlich After nicht. finishing this one, Coda takes another 7 months and comes up with a new game. Okay. Was kommt jetzt? Mai 2011. Die Maschine. Da vorne ist ein Wärter und was der zu sagen hat und ob er überhaupt was zu sagen hat, das sehen wir in der nächsten Folge, meine Freunde. Mein Name ist Tako, danke fürs Zusehen. Macht's gut.